Du lernst 9 Tipps aus 3 Kategorien, mit denen du bessere Nutzersignale generierst und so bei Google noch weiter nach vorne kommst. Und, das ist vielleicht Oldschool SEOs egal, deine User werden es dir auch danken. Viel Spaß! Nummer 1. Ersetze Skyscraper-Content mit Ranch-Style-Content. Zum Konzept. In diesem Beitrag erklärt ClearScope die Idee im Detail. Kurz zusammengefasst, verteile Inhalte auf spezifische, kürzere Artikel, die auf eine Suchintention eingehen und systematisch jede Phase der Kundenreise abdecken. Wenn wir uns diese Illustration hier jetzt ansehen, dann sehen wir hier den klassischen Skyscraper. Zum Keyword Bone Broth haben wir Definition, Vorteile, Nebenwirkungen, Rezept und so weiter. Und Ranch Style wäre jetzt, dass wir für zum Beispiel Vorteile eine eigene Seite machen, die Top Benefits, does it have benefits, here's what experts say, was ist meine eigene Erfahrung, dass wir eine Seite bauen oder wenn wir jetzt in einem sehr großen Markt sind, wo das Sinn macht, sogar diese Seiten noch einzeln aufteilen, um ganz spezifische Intents abzuholen. Du denkst jetzt, warum? Naja, wir sehen ja bei ganz vielen Funktionen von Google, dass Google priorisiert oder der Algorithmus priorisiert, was oben auf einer Seite ist. Also wenn wir uns Featured Snippets anschauen oder AI-Overviews, dann ist eigentlich nur wichtig, was oben ist und ab einem gewissen Punkt, ab einer gewissen Anzahl an Tokens ignoriert Google sowieso, was auf dieser Seite ist. Das heißt, wenn ihr ein großes Thema habt, dann werden die unteren Kapitel sowieso viel zu wenig abkriegen. Dann, wir wissen ja auch, dass User tendenziell kürzere, spezifischere Seiten mögen, weil sie sofort eine Antwort finden auf ihre genaue Frage. Heißt das jetzt, SERP Overlap Score ist tot? Nein, also wir haben ja jeder gute SEO sollte ein SERP Overlap Tool verwenden. Das ist jetzt das kostenlose von SEO Revolution und da sehen wir uns ja an, bevor wir eine Seite schreiben, können wir jetzt 2 Keywords mit einer Seite ranken oder brauchen wir dazu 2 Seiten? In dem Fall SEO und SEO-Kosten gibt es keinen SERP-Overlap, dementsprechend brauche ich 2 getrennte Seiten. Mache ich das aber jetzt nicht mehr? Nein, das mache ich schon, aber wir schauen das mit mehr Nuancen uns an, nämlich wenn wir sehen, okay, wir können das zwar grundsätzlich mit einer Seite ranken, aber wenn wir ganz nach vorne wollen, brauchen wir wirklich eine spezifische Seite zu diesem Thema, dann splitten wir nochmal zusätzlich auf. Weil es passiert voll oft, ja, du kannst prinzipiell mit einem Skyscraper-Content in den Top 5 für beide Keywords ranken, aber auf den ersten Platz wirst du es nur mit einer spezifischen Seite schaffen. So. Ein Negativbeispiel dazu ist unser Was ist SEO-Ratgeber. Das ist ganz, ganz klassischer Skyscraper-Content. Hier sind einfach viel zu viele Subthemen. Das Kernthema ist prinzipiell, was ist SEO und vielleicht noch, wie funktioniert SEO, aber was bringt SEO, SEO-Statistiken, wie lange dauert SEO, SEO versus SEA und so weiter, SEO lernen, das sind eigene Subthemen. Die richtige Lösung wäre jetzt, das ist der Hub und diese Themen werden ganz kurz angeschnitten und dann verlinke ich auf die spezifische Seite. In diesem Fall, wo jedes Thema sehr umfangreich behandelt wird, ist es wahrscheinlich schlau, ganzheitlich betrachtet, diesen Artikel aufzusplitten, weil dann ranke ich nicht nur gut für Was ist SEO, sondern auch für diese ganzen anderen Themen. In unserem Fall haben wir dann mit der Zeit sowieso Seiten zu diesen anderen Themen gebaut. Das heißt, diese Inhalte sind einfach redundant. Dann kommen wir zur Nummer 2 und zwar Einleitung, Hauptteil, Schluss ist für Schularbeiten, nicht für Internetrecherchen. Zum Konzept. Was wir in der Schule lernen, wenn wir einen Text schreiben, ist, wir haben eine Einleitung, Hauptteil, Schluss. Was wir auch sehen bei Online-Content, auch bei Informationen, ist immer, wir haben ein Fazit ganz am Ende. Wenn man sich Userflüsse anschaut oder Heatmaps, was auch immer, sehen wir, die wenigsten Leute, eigentlich niemand liest eine Seite gänzlich zu Ende. Dementsprechend, wie intelligent ist es, das Wichtigste ganz an den Schluss zu setzen? Vielleicht nicht so eine gute Idee. Wenn es um Informationsrecherchen geht, was wollen wir dann und warum ist es wichtig, dieser Punkt?
User wollen schnell und einfach finden, was sie suchen. Es gibt sogar Tests, wo Google spezifisch in den SERPs User fragt, ob sie auf dieser URL schnell und einfach ihre Antwort gefunden haben. Und Google misst dich genau daran. Das heißt, wenn du es schwierig machst, klassischer SEO, Keyword, Apfel, Kalorien, schreibt 10.000 Wörter, ganz am Ende sagt er, okay, so viele Kalorien hat der Apfel. Das ist nicht sinnvoll, das ist markenschädigend, das ist rankingschädigend und so weiter. Fazits sind sowas vom Menü gestrichen. Biete am Ende, falls du dir die fragst, okay, wenn es kein Fazit gibt, wie endet ein Artikel, biete einen klaren nächsten Schritt. Horizontal, das heißt zum Beispiel für weitere Informationen zu diesem Thema, oder vertikal, ich bin bereit, in der Kundenreise den nächsten Schritt zu gehen, keine Ahnung, von rein informativ zu Informationen zu Produkten etc. etc. Ein Beispiel dazu ist jetzt total logisch, aber nur um grundsätzlich das in den Kopf zu setzen. Das ist jetzt eine Landingpage zu SEO B2B-Betreuung. Am Ende der Seite wird ein klarer nächster Schritt aufgezeigt, nämlich wie können wir dich unterstützen und dann gleich das Formular. Ist trivial und jeder wird sich denken, ja obvious, aber bei vielen Inhalten endet der Beitrag mit einem Fazit, was vielleicht der Content ist, der ganz oben auf der Seite sein sollte. Weil es ist der wichtigste Inhalt und der enthält die Kernaussage. So, okay, lass uns weitersehen und zwar Nummer 3, liefere eine schnelle und einfache Antwort auf den ersten Blick. Knüpft genau an diesen letzten Punkt an. Kommerziell sollte eine Landingpage so aussehen. Das heißt, auf den ersten Blick, hey, du willst mehr Sign-ups über ein Formular, hey, verwende dieses Template. Das ist eigentlich eine Landingpage, aber eigentlich auf den ersten Blick ist alles Wichtige drauf. Der User wird perfekt abgeholt, bam. Das gleiche kann man trotzdem auch bei einer informativen Seite machen. Das ist jetzt ein klassischer Ratgeber oder sagen wir mal ein Fake Affiliate Content. Auf den ersten Blick ist die Antwort da. Es geht nicht darum, künstlich jetzt die Verweildauer zu erhöhen oder irgendwas, sondern es ist mal die Kernaussage da und alle, die die Details lesen wollen, können weiterlesen, aber das Wichtigste ist mal da. Dann, nächster Punkt, Nummer 4, zwinge User, Leser nicht deinen Gedanken zu folgen. Zum Konzept. Ich habe es schon ein bisschen eingeleitet. Wenn du informativen Content, wo es darum geht, nicht jeder braucht einen wissenschaftlichen Artikel zu SEO, warum es irgendwas so ist, sondern der braucht einfach mal, okay, mach es so und vielleicht hat er irgendwann Lust, die Details dahinter zu verstehen oder warum das so ist, aber die meisten sind nicht so. Vor allem, wenn das nicht dein Kerngeschäft ist, musst du nicht alles wissen. Und dieses Konzept ist einfach, hey, du hast eine Kernaussage und dann geht es weiter in die Details. Ist letzten Endes auch wie bei einem Zeitungsartikel, da steht, was ist wirklich wichtig und dann für alle, die weiterlesen wollen, gibt es die Details. So, warum ist jetzt dieser Punkt unglaublich wichtig, eben, dass Leute nicht deinen Gedanken folgen sollen? Es ist unglaublich anstrengend, den Gedanken von anderen Menschen zu folgen und es ist das Gegenteil von Empathie. Nicht jeder will in ein Thema tief eintauchen. Du musst dich fragen, wenn du Content erstellst, was ist relevant an welchem Punkt? Wo ist dieser Mensch? Was muss dieser Mensch an diesem Punkt wissen? Nicht jeder muss immer alles wissen. Und es gibt auch noch unterschiedliche Menschentypen. Viele Leute skimmen ja sowieso nur und dafür sollte dein Content aufgebaut werden. Ein Beispiel, wo ich das zum Beispiel gemacht habe, ist in einem der letzten Videos. Das startet mit, okay, vielleicht interessiert manche Leute nicht die Details zum Google Leak, sondern die wollen nur wissen, okay, was ist jetzt die Kernaussage, wie müssen sich Content-Strategien verändern, sage ich, und für alle anderen sollen sich das Video weiter anschauen. Und ich weiß, jetzt ist, oh mein Gott, Wiedergabezeit, bla bla bla. Mache Content, der reibungslos ist und optimiere nicht auf, ich mache es so schwierig wie möglich für den User. Dann Nummer 5. Baue jedes Kapitel nach dem Pyramidenprinzip auf. Und wir haben da schon öfter drüber gesprochen, im Kontext von AI-Overviews. Es ist mal wichtig, auf der Gesamtseite oben das Wichtigste platzieren, aber auch zu jedem Kapitel unter der Überschrift sollte eine Antwort, eine kurze Aussage, die zusammenfasst, was ist hier wichtig stehen. Warum ist das essentiell? Weil es ist praktisch für User
und das ist, was funktionieren wird in AI-Overviews, weil da geht es einfach um kurze, klare, allumfassende Antworten, nicht um 10 Millionen Details. Nummer 6. Plane kommerzielle Seiten rigoros basierend auf Nutzerprioritäten. Und viele machen das schon, aber es ist, glaube ich, was man nicht oft genug betonen kann. Egal, ob du jetzt Nutzerumfragen oder Kundenumfragen machst oder mit dem Vertrieb sprichst, sammle Daten aus der Praxis, aus der Realität, was Leuten, Interessenten am allerwichtigsten ist und priorisiere diese Sachen und dann baue so etwas, wie zum Beispiel hier jetzt IBM aufgebaut hat, baue das so systematisch auf, okay? Jede Landingpage ist so aufgebaut. Überblicke mal zu diesem Produkt und dann, das fehlt auf so vielen Landingpages, das ist so krass. Warum sollte ich mich für dein Unternehmen entscheiden? Und das ist ganz, ganz entscheidend, dass man systematisch diese Entscheidungsfindung, die Fragen in der Entscheidungsfindung mit Antworten bedient, um den User perfekt abzuholen. Okay. Nummer 7. Verschwende nicht die Zeit und Energie der User. Knüpft auch wieder an viele andere Punkte an, aber da will ich nur 3 zentrale Punkte hervorheben. Priorisiere Informationsdichte über Votelänge, das heißt nicht, ich brauche diese Votelänge, um SEO-technisch zu ranken, weil Votelänge, sieht man ja in den letzten Studien, ist einfach nicht so relevant, sondern schau drauf, dass alles, was du schreibst, sinnvoll, hilfreich und nutzerorientiert ist. Und alles, was nicht in diese Kriterien fällt, wird gecuttet. Dann achte auf Lesbarkeit. Gibt es ein mega cooles Tool, ein deutsches Tool, heißt Voteliga, analysiert deine Texte und gibt dir Feedback, wie man das einfacher gestalten kann. Sagt dir, okay, auf welchem Lesbarkeitslevel bist du aktuell, was ist das für Sprachmodell und so weiter. Und das muss natürlich passen zu deiner Zielgruppe, aber tendenziell ist es immer besser, eine einfachere Lesbarkeit zu bieten, weil es damit ressourcensparender ist für den Leser und somit weniger anstrengend, weniger Reibung, und weniger Reibung ist ja das Ziel von online. Und fördere natürlich in diesem Kontext auch Skimming und Scanning, das heißt, baue deinen Content hinsichtlich Überschriften, aber auch hervorgehobene Sachen so auf, dass auch jemand, der nicht alles liest, einen massiven Wert daraus zieht. Warum ist das wichtig? Weil Menschen, wie gesagt, extreme Ressourcensparer sind. Sieht man ja, Leute verzichten lieber auf Informationen und Details, sieht man extrem an TikTok, als sich anstrengen zu müssen. Und weil du einfach generell Reibung erzeugen willst. Je schwieriger du irgendwas machst, du machst Inhalte länger, komplexer, wird anstrengender. Wenn jemand anderes was Einfacheres, was Zugänglicheres bietet, wird er dich crushen. Passt. Nummer 8, mache deine Inhalte 10-mal einfacher. Und wer da meiner Meinung nach ein absoluter König ist, egal was man sonst von seinem Content hält, ist Backlinko. Wenn man seine Beiträge liest, also zum einen strotzt alles vor Beispiele, was Leuten einfach extrem hilft, aber auch ein triviales Konzept wie, was ist ein Backlink, kann man textlich umsetzen, dann werden es ein gewisser Anteil der Leute wird es verstehen, viele werden es aber nicht verstehen, obwohl das Konzept simpel ist. Aber eine Grafik macht es einfach so viel einfacher. Man kennt es mit ein Bild ist so wie 1000 Wörter, aber 1000 Wörter wären ja super mühsam. Dementsprechend ein Bild ist einfach was wir leichter konsumieren können. Und dann kommen wir zu dem letzten, aber trotzdem unglaublich zentralen Punkt. Das ist, wo die Reise hingeht, aber einfach, weil User das wollen, denke in Antworten statt in Seiten. Wir sehen ja diese Transition von Google, von der Suchmaschine zur Antwortmaschine und dass User einfach zu vielen Themen nur mal eine oberflächliche, klare Antwort brauchen. So muss auch dein Content geplant werden. Da haben wir in einer der letzten Videos drüber gesprochen, wie eine Keyword-Recherche in Zukunft ausschauen muss. Ich habe Fokus-Keyword, ich habe meine Sekundär-Keywords und drumherum habe ich die Kernfragen zu diesem Thema, die ich nicht nur und eigentlich nicht mehr in FAQs beantworten sollte, sondern kurz und knackig. Okay, Kapitel, Kurzantwort, Details. Kapitel, Kurzantwort, Details. Und dann werde ich nicht nur User begeistern, sondern auch in den AI-Overviews so richtig abräumen.
das war's auch schon wieder. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich würde mich wahnsinnig freuen über weitere Ideen in den Kommentaren, also Tricks oder Tipps zu Nutzersignalen, die du selber umgesetzt hast. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.